Hallo liebe Zuschauer, dieses Video habe ich speziell für diejenigen gemacht, die noch unentschlossen sind, Deutschland zu verlassen. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ein sehr wichtiger Bestandteil einer glücklichen Auswanderung ist, dass man die finanziellen Mittel hat. Nämlich, wenn man nicht das entsprechende Geld hat, soll man sich nicht die Illusion machen, dass man dann hier über die Runden kommt und da wird man unglücklich. Daher werde ich jetzt hier oben mal mein letztes Video, wie hoch muss die Rente in Thailand sein, mal verlinken. Schon als junger Mensch mit 25 wollte ich Deutschland verlassen. Mir war alles zu eng, zu geordnet, das Wetter war schlecht und da bin ich mit 44 im Endeffekt ausgewandert nach Australien, habe da also schon mal über den Tellerrand geschaut, dass es auch ein gutes Leben im Ausland gibt. Nur damals, aus wirtschaftlichen Gründen, bin ich wieder zurückgegangen nach Deutschland und habe gearbeitet und habe mir dann auch gedacht, du gehst erst dann in ein anderes Land für immer, wenn auch die Rente stimmt. Und das habe ich dann auch umgesetzt. Wenn ich jetzt zurückblicke, was ich in Deutschland hatte und hier, ich hatte eine schöne Wohnung mit Balkon, Balkonpflanzen und mir ging es nicht schlecht. Hatte auch mein schönes Auto, aber das waren alles Ersatzkäufe, um irgendwie glücklich zu sein. Ich habe immer davon geträumt, am Meer zu wohnen. Und wo ich wohnte, in Aachen, da war das ja nicht möglich. Außerdem, als alter Mensch, habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Man wurde gar nicht mehr respektiert. Als alter Mensch ist man ja nichts. Man fühlt sich als Belastung für die Gesellschaft. Ich war nicht glücklich dort. Und das solltest du jetzt mal bei dir selber fühlen. Bist du glücklich in Deutschland? Hier wird man als alter Mensch, auch als Farang, wird man hier anerkannt, man wird respektiert, man wird würdig hier auf Koh Samui, kann ich also ja nur von reden. Ich glaube, das ist im ganzen Land so, dass man als alter Mensch respektiert wird. Das heißt nicht, dass die einen Rat annehmen, weil wir Farangs haben ja keine Gesichter. Das heißt, wir haben ja keine Ehre zu verlieren. Die Thais sind da so ein bisschen eigenwillig. Ja? Die kämpfen ja darum, jeden Tag ihr Gesicht zu wahren oder zu verbessern. Aber das ist ja nicht unsere Sache. Mir geht es darum, natürlich ist es eine mutige Entscheidung zu sagen, ich wandere jetzt aus, ich gehe in ein anderes Land, in dem Fall nach Thailand. Glaube mir, viele deiner Freunde sagen, du bist bekloppt, alles hier aufzugeben. Du hast doch eine schöne Wohnung, du hast ein Auto, du hast die gesundheitliche Versorgung hier. Ja, das hat man. Aber bist du dadurch glücklich? Hier kann man auch ein schönes Haus sich leisten. Man hat ja auch eine Krankenversicherung. Natürlich ist die nicht so die Absicherung wie in Deutschland. Ja, wenn du den Popo nachgetragen haben willst, du willst keine Risiken eingehen, ja, dann musst du in Deutschland bleiben. Wenn man auf eigenen Beinen stehen möchte, dann muss man auch den Mut haben, Risiken selber aufzunehmen. Es ist ja nicht, dass man hier in ein tiefes Loch fällt. Ich finde es zum Beispiel jetzt von der Regierung richtig, dass man für eine Aufenthaltsgenehmigung oder für ein Jahresvisum, also wenn man nach hier kommt, auch eine Krankenkasse nachweisen muss, die man eventuell im Notfall ja auch benötigt. Ich habe das seit dem ersten Tag, seitdem ich hier in Thailand bin, dass ich eine private Krankenversicherung habe. Das muss man mit in den Topf der Ausgaben mit reinbringen. Und das ist auch ein großer Betrag. Das sehe ich auch ein, aber das muss sein. In Deutschland hast du auch deine Krankenversicherung bezahlt. Ich habe jetzt bei diesem Video das Gefühl, dass ich das Richtige gemacht habe. Das wird mir auch von so vielen Menschen bestätigt. Ich fühle mich glücklich hier in Thailand. Du darfst keine Angst haben vor dem Alleine-Sein, wenn du nach hier kommst. Wenn du nicht mit deiner deutschen Partnerin nach hier kommst, ist das ein wesentlicher Punkt. Du darfst keine Angst davor haben.
Dafür schau dir nochmal meine Videos über das Auswandern an. Es ist wichtig, dass du deine sozialen Kontakte hier aufbaust. Und das kannst du schon im Vorhinein, wenn du mal für 3 Monate nach hier kommst, um das hier alles zu checken, damit es also nicht alles ein Fragezeichen dasteht. Das ist also ganz wichtig. Glaube mir, es ist nicht einfach, eine gute Frau zu finden. Genauso wie in Deutschland ist das hier auch. Und das bedarf Zeit, eine Partnerin zu finden. Und es ist auch eine andere Kultur. Das darfst du also gar nicht vergleichen mit Deutschland. Aber wenn man daran arbeitet und tolerant ist mit seinem Partner und immer ein bisschen kritisch ist und auch andere Stimmen hört, kann es funktionieren. Ich habe nach 2 Jahren dieses Haus gefunden. Ich hatte immer davon geträumt, einen Meerblick zu haben, den ich jetzt jeden Tag genießen kann. Wenn ich morgens die Türe aufmache, ist das wie ein Gemälde, was immer wieder anders gemalt ist, weil das Wetter auch anders ist. Ich habe einen wunderbaren Hund, den viele kennen, den Jem. Habe hier auch einen Freundeskreis aufgebaut, was natürlich für mich einfach war, weil ich ja so viele Videos blogge in YouTube, dass man mich also schon kennt hier auf der Insel und dass man Ansprache hat. Und das brauchst du auch, wenn du hier bist. Du brauchst eine Ansprache von anderen Menschen. Man kann ja auch hier vereinsamen. Das alles kannst du auch haben. Du musst dafür arbeiten. Du kriegst nichts geschenkt. Das Glück läuft dir nicht hinterher, du musst was dafür tun. Aber wenn du mutig bist und aufgeschlossen anderen Menschen gegenüber, kannst du auch in ein fremdes Land gehen. Ich komme auch wunderbar mit den Thailändern hier aus. Ich kann leider nicht die Sprache, aber über die englische Sprache kann man sich verständigen. Das hängt natürlich auch davon ab, wo man hinzieht auf Koh Samui. In meinen Filmbeiträgen habe ich ja sehr oft von Chaweng und Lamai meine Filmbeiträge gebracht. Das sind natürlich Touristenzentren und da würde ich auch nicht hinziehen wollen. Da ist es mir zu laut, da sind zu viele Menschen, wenn Hauptsaison da ist. Aber hier, wenn man zum Beispiel im Norden ist, wo ich wohne, Menam, Richtung Nathon, da ist es schon viel ruhiger. Oder wenn man zur Westküste geht, wo kaum Tourismus ist. Man kann also sehr wohl hier eine ruhige Ecke auf Samui finden. Ja, und dann kommt manchmal auch der Einwand, ja, was ist denn mit meiner Familie in Deutschland? Ihr könnt jederzeit mit euren Familienmitgliedern von hier aus kommunizieren. Das ist also gar kein Problem. Und ob der jetzt Heimweh nach Deutschland bekommt, das kann ich nicht sagen. Ich habe nie Heimweh nach Deutschland gehabt. Wenn ich meinen Kontakt nach Deutschland haben möchte, dann schalte ich Skype ein oder über Facebook kann ich eben halt mit den Personen kommunizieren. Das ist also kein Problem. Ja, und wenn du dir meine Filme angeschaut hast, das sind jetzt mittlerweile über 100, die auf dieses Thema so eingehen, da findest du auf allem eine Antwort, wieso man nach hier kommen sollte und was man hier machen muss, um hier glücklich zu sein. Ich hoffe, das ist eine kleine Anregung für dich jetzt gewesen, jetzt nicht schon sofort die Koffer zu packen, das wäre ein bisschen zu schnell, aber die Planungen anzugehen. Wie gesagt, schau dir mal meine Filme an, das sind glaube ich 3 Stück, in welchen Staffeln man eine Auswanderung projektieren muss, damit es dann auch vernünftig ist. Und wenn du aufgrund dieses Videos nach Samui kommen solltest, kannst du gerne vorbeikommen und bei mir einen Kaffee zu trinken, um mir deine Erfahrungen mitzuteilen. Ja, ihr habt jetzt einige Punkte gehört. Zum Auswandern gehört verdammt viel Mut, ja, aber 2 Dinge müsst ihr beachten. Das ist das Geld, habt ihr genügend Geld? Und da guckt bei mir in meine Excel-Liste rein, da seht ihr, was es hier kostet. Ich habe ja immer so 1500 veranschlagt, die man haben muss als Single-Person. Und wenn du dir eine thailändische Freundin anschaffst,
dann kannst du nochmal mit 300 € nochmal rechnen, weil da immer noch Folgekosten kommen. Das muss also im Budget drin sein. Ansonsten kann man also nur sagen, die Reichen verlassen Deutschland und die Armen sind in Deutschland oder die kein Geld haben, kommen nach Deutschland. Ich möchte gerne die Menschen helfen, die die Möglichkeit haben, Deutschland zu verlassen, weil ich für Deutschland keine Zukunft mehr sehe. Ich versuche jetzt zum Beispiel auch unabhängig von der Rente zu werden, weil ich da in der Zukunft ganz, ganz schlechte Visionen habe. Und das habe ich auch mit meiner Lebenspartnerin, mit der Vinat, schon abgesprochen. Wichtig ist dann, dass man also hier die 800.000 auf dem Konto hat, damit der thailändische Staat einen nicht rausschmeißt. Das ist ja die Grundvoraussetzung, 800.000 auf dem Konto zu haben, beziehungsweise jetzt noch als Rente und Guthaben auf dem Konto. Dann kommt natürlich die Gesundheit. Chronisch Kranke mit Krebs oder sonstigen schwierigen Dingen sollten sich ja gut überlegen, weil wenn man ja hier ein Jahresvisum oder eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt, muss man ja auch immer von der Krankenkasse diesbezüglich einen Beleg haben, dass man versichert ist. Also Geld und Gesundheit, das sind die zwei wichtigsten Punkte. Des Weiteren, was ich ja schon mal gesagt habe, ihr müsst nach hier Urlaub machen. Ihr müsst das Land kennenlernen, aber auch die Mentalität von denen, die Lebensauffassung, das Lockere hier, ohne Helm zu fahren, links, rechts zu fahren, kreuz und quer, keiner hält sich an die Gesetze, bis er mal jemanden auf den Fuß getreten ist, und dann wird sehr wohl das Gesetz angewandt hier in Thailand. Und manche, ich habe hier einen Bekannten, der ist da nicht mit klargekommen, hat die ganze Zeit rumgemeckert, ja, der hat ja nur einen Scheinwerfer an, das andere Licht ist kaputt, der fährt ja links und der fährt ja rechts, und hat sich dauernd aufgeregt über die Thailänder, wie sie eben halt sind, hat also seinen deutschen Stil mit nach hier gebracht und hat gedacht, so, die Mütze kann ich jetzt da auf die überziehen, aber das klappt nicht. Die Thailänder denken ganz anders, man muss hier sehr tolerant sein und eben halt mitleben. Ende von der Geschichte, derjenige war hier gewesen, hat einiges investiert an Roller, Auto und so weiter, und die ist jetzt schon über 3 Monate weg, und ich gehe auch nicht davon aus, dass er nochmal zurückkommt, also vorher Urlaub machen hier. Natürlich ist es sehr schön für mich und also auch für die Zuschauer, wenn ihr einen Kommentar dazu schreibt, euer Anliegen anbringt. Ich habe gehört, viele haben einfach nicht den Mut dazu. Mut ist auch eine Sache, unkalkulierbare Dinge mit einzubringen. Aber ich möchte ja nicht, dass er unkalkulierte nach Thailand kommt zum Beispiel, sondern ihr müsst alles abchecken, ob das möglich ist. Jetzt kommen noch ein paar Filme dazu, da kommt auch eine Checkliste kommen dazu, wo, in welchem Land und so weiter. Und das müsst ihr einfach abarbeiten, dann ist der Mut nicht das Primäre bei der ganzen Sache, das Auswandern, sondern ein Projekt. Ich betrachte es als Projekt, was man abarbeitet. Es ist ein Abenteuer natürlich, weil neue Gesichtspunkte reinkommen, die man also noch nicht kannte, und das ist sehr interessant. Ich hoffe, dass auch in der Community die einzelnen Zuschauer miteinander schreiben und dann sich gegenseitig helfen. Das habe ich nämlich auch bei den Stammtisch immer hier festgestellt. Reden macht frei, und wenn man Gleichgesinnte hat, dann ist die Sache schon mal viel, viel einfacher. Noch ein kleiner Rat, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich alleine nach hier kommen als Single-Person. Das soll jetzt nicht heißen, dass sich scheiden lässt. Nein, nein. Ich bin der Auffassung, wenn du keine thailändische Freundin in Deutschland gefunden hast und da schon kennengelernt hast, solltest du nicht den Weg gehen, jetzt hier jemanden in Thailand kennenzulernen auf dem Briefweg, und die lotst dich irgendwo hin, wo du gar nicht weißt, wo es lang geht.
sondern du solltest erstmal nach hier kommen, um hier praktisch deine Basis aufzubauen, dich gut zu fühlen und dann nach einiger Zeit praktisch ja, die Kommunikation zum anderen Geschlecht aufzubauen. Da fällst du nämlich nicht so schnell auf die Nase, dass du nachher gemolken wirst, weil gewisse Frauen sind da professionell und die wissen, was die Männer wollen. Die bieten den Männern das auch an und das hat immer Konsequenzen, dass du also weniger Geld in der Tasche hast. Damit sollst du dir also Zeit lassen. Ich habe hier auch ja, eine Playliste gemacht hier über Dating. Da sind viele gute Ratschläge drin. Ich habe hier auch 9 Monate gebraucht, bis ich die Wienand kennengelernt habe. Bin jetzt auch glücklich. Dazwischen waren auch ein paar andere Frauen. Aber ich konnte das in Ruhe machen, weil ich ja hier eine Basis habe. Ich habe hier mein Haus, ich habe hier meinen Hund. Und dann kann man das viel lockerer angehen, als wenn du unter dem Zwang stehst. Du kommst jetzt nach Thailand, du lernst die jetzt kennen, du ziehst jetzt zum Beispiel in den Norden oder Osten oder weiß wohin, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest, wo keine Touristen sind, wo keine da sind, wo du dich mit unterhalten kannst, eben halt Erfahrungsaustausch hast. Komm erstmal dahin, wo dir nach deinem Gefühl gefällt, Basis aufbauen und dann das andere Geschlecht hier kennenlernen. Also hier nochmal, ich würde mich über viele Kommentare freuen. Ich werde auch versuchen, alle zu beantworten. Ihr könnt auch Antworten dazu geben zu den einzelnen Kommentaren, weil ich davon ausgehe, dass einige ja auch schon ausgewandert sind und die Erfahrung haben. Und so vielleicht auch Freundschaften entstehen und dann ist es also schon viel einfacher, wenn du nach hier kommst und du hast dann hier schon einen Brieffreund, wo du dich drauf beziehen kannst. Ich stehe leider nicht zur Verfügung, weil ich so viel Arbeit habe mit meinem Kanal. Ich kann also nur die Richtung dazu angeben, wo es lang gehen kann, aber ich kann jetzt nicht auf den Einzelnen eingehen. Da werde ich auch schon öfters gefragt, ob ich da jemanden praktisch an die Hand nehmen kann. Das klappt nicht, da habe ich also keine Zeit zu. Für mich ist es das Primäre, also meinen Kanal hier zu halten und Informationen weiterzugeben. Aber das kriegen wir schon irgendwie auf der Reihe, wenn du einen Kommentar schreibst. So, ich möchte mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.